Okay, wir gehen hoch. Ja, ich überlebe alles. Bin nicht unterzukriegen. Schrauben. Das muss das Zimmer sein. Und dafür müsste ich sie killen. Wienes Tagebuch. 9. Juli 1918. Ich habe den letzten Tag und die letzte Nacht durchgeweint. Es waren Freudentränen. Ich wusste nicht, dass Glückseligkeit so schmerzen kann. Gerade hat mir mein Clarence geschrieben, er sei lebendig und unversehrt aus dem Krieg zurück. In 2 Wochen ist er zu Hause. Ich danke dir, Gott. Ich danke dir so sehr. Ich kann es nicht erwarten, meinen geliebten Mann wiederzusehen. 14. August 1918. Clarence' Haltung macht mir noch immer Sorgen. Seit seiner Rückkehr ist er nicht mehr derselbe. In den ersten Wochen dachte ich, er brauche einfach Zeit, um sich wieder einzugewöhnen, aber sein Verhalten wirkt immer unberechenbarer. Heutzutage ist er ständig draußen, Tag und Nacht, und sucht Beweise. Die Grippe interessiert ihn nicht. Ich interessiere ihn nicht. Er macht mir langsam Angst. 21. September 1918. Ich kann es nicht fassen. Clarence hat die Hälfte seines Lohns auf den Kopf gehauen, um irgendwelche dämlichen Flugblätter drucken zu lassen, die er nun kostenlos in der Nachbarschaft verteilen will. Die Leute beginnen mich auszulachen. Jetzt will er irgendeinen öffentlichen Vortrag in einem kürzlich geschlossenen Theater organisieren, um die Leute vor bösen Kreaturen in London zu warnen. Natürlich ist der Eintritt frei. Mein Mann mag unversehrt aus dem Krieg zurückgekehrt zu sein, aber ich fürchte, er hat dort drüben seinen Verstand verloren. 24. September 18. Clarence hat mir gerade gestanden, dass er nicht einen halben, sondern seinen ganzen Lohn und außerdem einige unserer Ersparnisse ausgegeben hat. Aufgrund des Kriegs seien Papier und Farbe sehr teuer, sagte er. Aber dieses Opfer müssen wir bringen. Mittlerweile verspotten uns Leute öffentlich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. 5. Oktober 1918. Heute hat mir der Metzger McGalway die monatliche Rechnung geschickt, um vollständige Begleichung erbeten. Außerdem hat er mich wissen lassen, dass er nun jedes Mal direkt Geld sehen wolle, wenn wir Fleisch bei ihm kaufen. Angeschrieben wird nicht mehr. Der Bäcker hat mir vor 2 Tagen dasselbe gesagt. Zuerst habe ich es für ein neues Konzept wegen der Beschränkungen und der Epidemie gehalten, aber anscheinend gelten die finanziellen Abmachungen mit den Läden für meine Freunde noch. Ich habe mich so geschämt, mir haben die Worte gefehlt. 8. Oktober 18. So kann es nicht weitergehen. Clarence hat völlig den Verstand verloren. Er gibt all unser Geld aus und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn davon abhalten soll. Manchmal wünsche ich mir, er wäre nicht aus dem Krieg heimgekehrt. Alter. Uiuiui. Harte Worte, harte Worte. Ja, aber gerade hat sie Angst um die Existenz, ne? Also, damals lief das alles, glaube ich, noch ein bisschen anders. Uiuiui. Ja, nicht schön. Auf jeden Fall trotzdem nicht schön. So, jetzt können wir aber hier rüber. Jetzt sind wir da. Können direkt dahin. Hallo. No invitation is needed to enter this building. That can't be a good sign. No sign of a struggle. It seems Charlotte's friend knew the killer and let him in. Das Blut, okay. Minis Liebesbrief, 5. November 18. Mein lieber Jack, wann werden wir uns endlich wiedersehen? Heute Nacht? Morgen? Ich kann es kaum erwarten, seit wir uns im nächtlichen Morgenschein auf der Brücke küssten, möchte ich deine Zähne wieder auf meinen Lippen spüren. Ach, dieser schaurige Schmerz an meinem Hals, als du mich bissest, du kleiner Teufel. Für eine ewige Sekunde glaubte ich, du würdest mich in diesem Moment, in dieser Nacht auf der Brücke umbringen. Aber nein, mein lieber Jack, du warst noch ganz der feinfühlige Verlobte, den ich kenne. Und du necktest mich nur. Ich kann es kaum erwarten, endlich dein Blut zu trinken und danach als Unsterbliche meine liebe Freundin Charlotte zu sehen. Am Anfang würde ich etwas mit ihr spielen, so wie du es mir zeigtest.
wie man mit Sterblichen spielt. Doch danach würde ich sie auch zu einer von uns machen. Die Nächte würden uns gehören. Und wir würden London von den unreinen Seelen reinigen. Emily. Emily wanted to become a vampire. Something must have gone wrong. Someone is responsible for this mess. But her blood. Hey, okay. I should follow the trail. Die Blutspur von Emily. Dann gucken wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Ups, ich wollte ihn gar nicht umbringen, ich wollte ihn betäuben. Ach so, das ist der Typ. Who are you? What are you doing here? I could ask you the same question. I'm the Marquis de Bois-Colombes, and I strongly invite you to find your own game, sir. I appreciate the invitation, but I'm here to solve the mystery concerning the death of a young woman killed by a vampire. A young woman killed by a vampire? Oh, you're joking, right? Oh, I do love the British sense of humor. And who exactly are you? I am Jacques-Michel Guillaume Florimond de Marquis de Bois-Colombes, at your service, my dear cousin. You're French, but your English is quite good. I was born in France, sir, but I consider myself a traveler of this world. So many countries, so many tantalizing tastes. Dear cousin, are we related? We could be of the same blood, my dear. I tend to consider all Econs as family, don't you? Nee. What are you doing here? I recently decided to visit London. I've always dreamed of visiting a city on the verge of collapse. Such a delicate, yet intense spectacle. You take pleasure from others' misery. I have been a totally depraved and immoral creature since the day I was reborn, sir. And probably before. What do you plan to do here? Take pleasure. Take pictures. Enjoy the show. Have fun. Believe me, I won't be the only foreign immortal who bought a ticket to the fair. I followed the trail of blood from her room to here. Oh, you're referring to that young woman. Yes, the meeting turned messy. I'm afraid I ruined my last redingote. So you admit you murdered her? I admit nothing, my good sir. I only regret the blood of that girl staining my clothes. Oh, blood can be so messy. What happened? She wanted to become one of us. Not the first time I have received such a proposal, but I must admit her direct approach tempted me. And then what? The body rejected my blood. It happens, you know, sometimes even with voluntary prey. At least her gurglings brought me some fun, until the artery burst. I believe you, sir. Emily's diary confirms your statement. Oh, Emily was her name. Quite charming. Well, mystery solved then. Yes, I suppose so. You can go. And so can you. Farewell, sir. Sie ebenfalls. May you enjoy the spectacle of this fallen city as much as I do. Ah ja. Ja, ja, Charlotte Ashbury Bericht erstatten. Machen wir. Krass. Ja, trotzdem nicht schön, ne? Freundin tot, einfach so. Macht man nicht, ne? Macht man nicht. Venus. I'm your Venus. I'm your fire. Joy, desire.
Ashbury. Kimura Ashbury. Charlotte Ashbury. Aber wo war die denn nochmal? Ah, nicht da drin? Ah, da ist sie doch. Charlotte. Good evening, Miss Ashbury. And good evening to you, Dr. Reed. Hello. Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Ich glaube, das könnte mega spannend sein, ganz ehrlich. Man könnte echt viel miterleben, ne? Aber auch viel Leid. Das ist das Problem. Aber hat man solche Gefühle, wenn man Vampir ist? Weiß ich Each time nicht. we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Oh, das werden wir nicht machen. Be careful what you wish for, young lady. I could gaze at you right now and then take you to a shady corner and have my way with you. And leave your carcass to the rats. You wouldn't dare. My mother would know. She'd never forgive you. How could she suspect me? Do you know how many vampires are lurking in the city tonight as we speak? Vampires with a worse sense of humor than mine. Oh, my God. For one second I thought you actually... Excellent, Dr. Reed. Very convincing. Ja, ja. What is your opinion of Aloysius Dawson? It seems the old sod gave all his fortune to the poor and to charities at the last minute. I wonder what part you played in that turnaround. Aber das ist komisch, ne? Er sagte uns doch, er will eine Mauer bauen. Warum hat er das jetzt abgelehnt im Vorfeld und hat dann alles gespendet? Das verstehe ich nicht. I have found out what happened to your friend, Emily. I can handle the truth. There's no need to hide the bloody details. Your friend was planning to become a vampire. She thought she'd met an honest one and made a deal with him. Unfortunately, Emily did not survive the process. My mother told me many times about the risks of being turned. I often suspected she exaggerated the danger to avoid me being tempted. No, the risk is real. Have you any idea what a body has to endure to become an organism entirely consumed by its need to process and recombine blood? I should never have talked to Emily about vampires. I never thought she'd actually try it without me. Thank you, sir.
Here, take this for your discretion. Charlotte's Flock. Okay. Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Okay, Untersuchung abgeschlossen. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wir gucken mal, was der Flock kann. So, ich wollte gerade sagen. 47. Okay. Ausdauerverbrauch. Zähne reduziert, aber auch um 12 Schaden verringert, ne? Also, So, da haben wir alles, da haben wir alles. Haben wir die zwei noch, ne? Da brauchen wir noch ein paar Sachen. Was haben wir denn? Nicht das denn alles. Okay, da. Ja, dann gehen wir erstmal zum Pembroke Hospital. Würde ich sagen. Ich glaube, dafür müssen wir in diese Richtung. Wir probieren mal, ob wir das bekommen können. Und ansonsten müssen wir eh nochmal die anderen Sachen holen. Wir müssen weiter geradeaus. Finsbury Gate. Weiter geradeaus. Oh. Don't come closer. Burn it, boys! Ja, Alter. Ja, Scheißtypen. Ja, Affen von Priven. Ah, hat er es genommen? Nee. Natürlich nicht. Wir müssen da lang, ne? Genau, und dann geradeaus. Über die Brücke. Und dann können wir hier einfach nach links. Hello again, Mr. Blight. Good evening, Dr. Reed. You doing your rounds as usual? Immer. Are you concerned? Das kennen wir schon. Goodbye, Mr. Blight. Take care of yourself. Können wir das bei ihm abgeben? Evening, Dr. Reed. Nee. Goodbye, Mr. Thatcher. Try to take care of yourself. Ja.
Okay, Natriumhypochlorid. Kaliumhypochlorid. Gucken wir mal, haben wir Kaliumhypochlorid? Kaliumhypochlorid. Das haben wir immer noch nicht. Nee, der verkauft doch Sachen hier. Der nette Good Herr. evening, Milton. Good. Hallo. I'd like to see your goods. Ja, Wise klar. choice, Dr. Reed. Oh, Er hat nur Waffen. Das finde ich doof. Er hat kein Natriumhypochlorid. Nicht doof. Finde ich nicht gut. Kein Natriumhypochlorid. Kaliumpermanganat haben wir. Eisentartrat. Kaliumpermanganat und Eisentartat. Eisentartarat haben wir. Tartarata. Kaliumpermanganat haben wir auch. Es fehlt tatsächlich nur Natriumhypochlorid. Meter. You always knew the words to calm the children, Ellen. Unvollendeter Brief. Oh, spannend. What a blundering idiot. 6 Meter. Hier vorne. Hier soll das irgendwo sein. Krankenhaus ist voll. Ja, das ist doof. Okay, kann es sein, dass es oben gemeint ist? Nee. Wir haben aber einen Brief bekommen. Den gucken wir uns mal an. Pembroke Hospital, 2. November. Meine lieben Kinder, es tut mir leid, dass ich euch bisher nicht geschrieben habe. Aber es schmerzt höllisch, allein diese paar verflixten Wörter zu Papier zu bringen. Macht euch keine Sorgen. Daddy kommt aus dem Krankenhaus, sobald die Ärzte seinen Arm heil gemacht haben. Wenn ihr bis dahin etwas braucht, geht zu Mr. Chadwick auf der Baustelle und sagt ihm, dass ihr Harvey Fiddicks Kinder seid. Erinnert ihr euch noch an Robert Chadwick? Der große Mann mit dem Schnurrbart, der mir letzten Frühling half, die Haustür zu reparieren? Geht zu ihm und bittet ihn um ein paar Schillinge. Er wird euch sicherlich helfen. Leider kann ich gerade nicht arbeiten, aber wir lassen uns etwas einfallen, wenn ich zurück bin. Keine Angst, wenn Daddys Arm wieder bei Kräften ist, wird alles gut. Wenn die Ärzte endlich meinen Arm geheilt haben, werde ich... Okay. Harvey Fiddick. Harvey Fiddick, da. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Das hast du ganz toll Any gelesen. news about my Immgrimsch. operation? Ich weiß. So. You seem worried about the safety of your family. And it's obviously the reason why your Bin immer noch wound aufmerksam. troubles you so much. I cannot give up on my children now. They both need me living. What about their mother, if I may ask? She died in 1915 during one of the first Zeppelin raids. We never found her body. Ja, nicht schön. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. My boy. I'm alright. Don't waste your time with me. Eine rostige Pillendose. Das kann nur eine Etage höher sein. Aber wie kommen wir... So weit kommen wir gar nicht rüber, oder?
Oder soll es bedeuten, dass wir alles haben? Kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir das nicht vorstellen, nein. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Okay. Okay. Ja, habe ich gewusst. Entscheide, was du bezüglich Dr. Thoreau Strickland unternehmen willst. Bring das Medikament zu Thoreau, melde Thoreau bei Dr. Aykroyd. Fehlende Inhaltsstoffe. Jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Details. Dr. Thoreau Strickland ist ein junger und mutiger Arzt, der vom medizinischen Fortschritt begeistert ist. Er führt aktuell ein paar Experimente durch, wartet aber noch auf Zutaten, die er kürzlich bestellt hat. Er befürchtet, dass der gegenwärtige Engpass, der den Zulieferer veranlasst hat, seine Bestellung an berühmte Ärzte zu verkaufen. Darum hat mich gebeten, meinen Ruf zu nutzen, um vom Händler die benötigten Vorräte zu bekommen. Aber Waverly Aykroyd ist doch so ein bisschen... Soll ich melden oder soll ich ihm das Medikament geben? You don't mind if I search your pockets, Oh, do you, sir? You won't need any of these anyway. I'm not stealing from you, mister. I'm only redistributing your belongings to people who need them more than you. You see, no one has claimed your body, sir, so it would be such a shame to bury you with your valuables. I will not forget you, sir, and I thank you for your generous donation. gehört Donation. Donation. Okay, Marcel, du sagst Medizin. Soll ich dem Dr. Thoreau die Medizin geben? So, jetzt werden wir aber erstmal Lord Indy einmal zur Rede stellen, weil was ist er denn für ein scheiß Hund, ey? Was ist er für ein Dieb? Hier, Kollege. Das sollte man feuern. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure Ja, to see you. Heuchler. Mach den Kopf zu. Was machst du denn hier für einen Scheiß? How dare you steal from the dead, Rakesh? Is that what your pawnbrokers is really about? These people are dead, sir. What they possessed could be useful for the living. And I'm sure they would agree if they could speak. Klar. You may be right, but you'll go to jail if you're caught. If ever I have to go to jail, I'm sure I'll find a way to help people there, too. Boah, ist das ein assiger Typ, Alter. Ekelhafter Hund. Please show me what you have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, Ja. really. Ich frag mich, wo du die But her I'm hast. sure they can be useful. Boah, ist der eklig, der Typ.